So, jetzt eine Frage zu den Partys und Levelunterschied. Ich habe eine M-Level 78, möchte ein Char von mir Level 65 supporten. Wie ist das mit dem XP? Bekommt der 65er ganz nochmal seinen XP plus Bonus für die Party oder bekommt er weniger, weil er lower ist als der Supporter? Der Levelunterschied ist zu hoch, das wird nicht funktionieren. Also grundsätzlich ist die Regel, wenn du einen höheren Leecher hast, müssen die Monster, die getötet werden, im Level höher sein als der Leecher. Bei so einem hohen Levelunterschied weiß ich nicht, ob es überhaupt funktionieren könnte. Also du müsstest quasi hier 65 plus 14 dann quasi. Also du müsstest Monster auf Level 79 töten, um diese Regel einzuhalten, was du höchstwahrscheinlich nicht schaffen wirst. Und das macht auch keinen Sinn, weil der Damage und so sackt übelst, wenn die Monster so viel höher sind. Also 10 Level ist eigentlich schon das Höchste, was man machen sollte. 10 macht eigentlich schon wenig Sinn, weil man dann so einen krassen Damage-Unterschied hat zu... Also so viel weniger Schaden macht zu seinem normalen Schaden, dass sich das schon nicht wirklich lohnt. Aber theoretisch müsstest du Monster auf Level 79 töten, ja. Oder mindestens 78, aber ich meine sogar 79. Und das wird der 65er ja nicht packen. Und das heißt, klüger wäre es in dem Fall, du würdest einfach, also bei so einem großen Levelunterschied wäre es klüger, du levelst dann mit dem RM, Hit and Run oder was auch immer für ein Equipment hat, vielleicht kann er auch Face tanken und levelst lieber mit Party auf Level, sodass er der 65er die ganze XP bekommt und der 78er nur ganz wenig. Da würdest du wahrscheinlich trotzdem schneller leveln, als wenn der 68er komplett ohne irgendjemanden levelt. Und dann könntest du ihn halt, keine Ahnung, auf, was weiß ich, 75 ziehen, der andere ist dann 81 oder so. Und dann könntest du es nochmal probieren, wenn der Levelunterschied nicht mehr so gigantisch ist. Aber bei einem Unterschied von 13 Leveln, das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, ne. Das ist einfach zu viel. Also eigentlich wirklich Sinn macht es immer nur dann, wenn du im Level schon eher nah beieinander bist. Oder du so heftiges Equipment hast. Man muss trotzdem natürlich überprüfen, ob die XP stimmen. Ob alles klappt. Aber grundsätzlich, bei so einem großen Levelunterschied wird es eher nicht funktionieren und auch weniger Sinn machen, weil wenn der Levelunterschied, wie gesagt, so groß ist, dann wird es ja mehr Sinn machen, wenn der höhere Char den anderen einfach levelt. Habe ich jetzt so noch nie probiert tatsächlich. Ich wollte es immer mal ausprobieren, aber das Problem ist, dass ich nie wirklich die Chars dafür hatte. Weil ich müsste ja dann mit meinen niedrigeren Chars immer die Monster töten. Ich meine, ich hätte es sicherlich irgendwann mal machen können. Aber es ist ja schon seit einer langen Zeit so, also seit alle meine Chars zum ersten Mal 140 waren, hatte ich nie wieder das Szenario, wo zwei Chars mal so weit auseinander waren, vom Level her. Das hätte ich, wenn dann zuletzt hätte ich es auf dem FEC vielleicht überprüfen können. Aber auf dem FEC teste ich sowas immer nicht so gerne wegen dem fetten XP-Boni. Na gut, muss man einfach nur durch 2 rechnen, theoretisch, aber. Und wegen dem Zeitdruck, den man da die ganze Zeit verspürt. Da vergisst man sowas dann immer. Aber ja, auf Borodeng sind meine Chars leider seit Ewigkeiten immer schon so nah beim Level beieinander, dass man es sowieso nicht wirklich testen kann. Weil natürlich mit Chars wie jetzt zum Beispiel, Level 157, 58, 60, da funktioniert es natürlich easy. Party auf Schaden, der 157er kriegt Lead und tötet Monster auf Level 161. Absolut kein Problem, das wird definitiv funktionieren. Aber das, ja. Also grundsätzlich ist es natürlich trotzdem eigentlich nicht so vorgesehen. Aber wenn überhaupt, dann nur, wenn die Chars wirklich im Level relativ nah beieinander sind. Sonst macht es einfach grundsätzlich nicht so viel Sinn. Und da ja meistens ein Ringmaster der höhere Char ist, also fast immer, wenn jemand diese Frage stellt, und die Frage wird ja oft gestellt, ist eigentlich immer der Ringmaster der höhere Char. Und Ringmaster ist ja eine der Klassen, die erstens Hit and Run leveln können und vor allem im Low-Level eigentlich wahrscheinlich sogar die leichteste Klasse ist zu spielen. Selbst Face Tank, wegen Pref, Heal Rain und so. Also, jeder kann Ringmaster AOE spielen. Und wenn er richtig schlechtes Equipment dann tankt man halt nur 8 Monster oder so. Geht immer noch schneller, als wenn der andere Char levelt, höchstwahrscheinlich. Also wenn der 78er Ringmaster Monster auf Level 82 AOE't, geht das immer noch schneller, als wenn der 65er Monster auf Level 79 tötet. Oder Monster auf Level 69 tötet. Also von dem her
wäre das sowieso die schnellste Variante. Oder halt einfach warten, bis der 65er den anderen eingeholt hat. Der Standard.